So ein Set aus der Old West Reihe habe ich mir schon lange gewünscht. Sieht erstmal aus, ja, wie eine Hochzeitskapelle, Kirche, aber da steckt mehr drin. Schauen wir es uns zusammen an. Hallo und willkommen auf meinem klemmtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein Old West Set mit der Setnummer 14016 von Lumibrix mit 2556 Teilen. Der Name ist Old West Meeting Hall. Hier die Box und wie immer gibt es einen schönen Hintergrund, wo man ein bisschen vielleicht die älteren Sets erkennen kann. Was man gleich sieht, man hat ein Pferd da, eine Kutsche, eine bärtige Frau mit Gitarre, interessant. Hier oben kann man sehen, Pull out den Switch. Schauen wir mal, was sie uns damit sagen wollen. Auf der Seite sieht man hier ein schönes Bild. The town gathers to witness love. Schön. Und das Hochzeitspärchen mit Gästen. Und hinten sehen wir quasi andere Häuser aus der Old West Reihe. Das habe ich gebaut, das habe ich gebaut, das habe ich gebaut. Alle Videos habt ihr schon gesehen. Jetzt sind wir bei dem hier und das kommt auch noch. Jo, schöne Box, Airplane Box, wie immer bei Lumibrix. Tun wir das so hin. Und kommen wir zu den Bauanleitungen. Wir haben zwei Bücher und so. Und am Anfang haben wir wieder immer ein bisschen About Lumibrix, einmal auf Englisch und ich würde sagen Mandarin. Ein paar schöne Bilder aus dem Inneren und nochmal, was man da alles machen kann. Szenen und so. Und das war es dann auch von den Bildern. Dann fangen hier Safety Instructions oder Safety wieder Precautions. Ja, auf Englisch, auf Italienisch, auf Spanisch. Und hier kommen wir, dann zeigt es hier von 1 bis 7 Bauabschnitte ist Buch 1 und Buch 2 von 8 bis 14. Dann kommen die Lichttests und dann fangen wir mit den Figuren an. Und quasi diese Spezialteile, welche alle dabei sind. Das ist ja immer mit dieser Tüte mit dem F drauf. Und dann fängt der Bau an. Hier sieht man, dass man am Anfang ganz schön Technikkonstruktion baut. Und da gibt es auch ein bisschen so Farbkodierungen, aber man sieht es am Ende alles nicht. Und vielleicht in einem oder anderen hilft das halt bei dem Bau. Sonst habe ich absolut keine Farbkodierung gesehen. Hier sieht man schön gehalten. Also es gibt andere Farben, aber halt passende. Das finde ich halt mal gut. Nicht, dass sie so ganz bunte reintun. Und wie man sieht, es wird alles super gezeigt. Ohne Probleme. Tolle Bauanleitungen. Und auch bei der Kabelverlegung geben sie immer sehr viel Mühe, dass das sehr genau gezeigt wird. Insgesamt haben die Bücher 377 Seiten, 666 Bauschritte, Teufelszahl, und macht 3,84 Teile pro Bauschritt und 182,6 Teile pro Bauabschnitt. Dann die Maße vom Set. Das Set ist 27 cm breit, es ist auch 27 cm tief, also so gemessen, und halt wegen diesem kleinen Teil kommen wir auch auf die Breite von 27. Die Höhe hier oben ist 35 cm. Das Gewicht vom Set ist 2357 Gramm.
Dann haben wir auch noch diese Kutsche. Wenn die dann so steht, dann ist sie 20 cm lang, 6,5 cm breit und auch 6,5 cm hoch, also ohne die Minifiguren hier so. Schönes Pferdchen. Mal hier abnehmen, damit wir es hier zeigen. Schön bedruckt. So ein richtiges, ja, Hochzeitspferd. Und schon kommen wir zum Preis. Die UVP ist 146 € auf der offiziellen Lumibrix Webseite. Würde 5,17 Cent machen pro Teil und 6,19 € pro 100 Gramm. Finde ich absolut in Ordnung. Mit Beleuchtung, mit Minifiguren, mit Superbox, mit Bauanleitung, mit Ersatzteilen, die zeige ich euch auch gleich. Natürlich kommt immer das dazu, Teiletrenner, kleiner Schraubenzieher und das sind halt die ganzen Ersatzteile. Das Gewicht wurde auch mit alledem gewogen. Was ich zeigen muss ist, ich verstehe nicht, warum ich dieses Teil überhaupt habe als Ersatz. Es ist nicht doppelt, es wurde nirgends verbaut. Ich habe doppelt und dreifach gecheckt. Keine Ahnung, ob das vielleicht in einer ersten Version dabei war und die das vergessen haben rauszunehmen. Fand ich aber lustig, weil das hat mich total verwirrt. Ich habe sicher 5 Minuten gesucht, wo das hingehört. Auf jeden Fall, das wäre der UVP-Preis. Ich habe es mit 25% Rabatt gefunden, was am heutigen Tag umgerechnet 109, 110 € kosten würde in etwa. Macht dann 4,28 Cent pro Teil und 4,64 € pro 100 Gramm. Und Lumibrix kriegt man immer, vielleicht nicht gleich beim Release aber irgendwann beim Black Friday oder irgendwann, hier jetzt haben sie, keine Ahnung, so 4 Jahres Anniversary, kriegt man immer Rabatte. Also ich würde das auch immer nur mit Rabatten kaufen. Dann hat das Set 33 bedruckte Teile. Es hat 10 LED-Lichter und so ein Touch-Modul. Das zeigen wir, wenn wir die Beleuchtung zeigen. Es hat dann 5 Minifiguren und ein Tier. Die Minifiguren, die blende ich euch jetzt ein. Und da sehen wir die Braut und den Bräutigam, dann die bärtige Frau mit der Gitarre. Der mit dieser komischen Frisur, ich habe gedacht, das ist eher so der Kutschenfahrer, und der mit dem lustigen Hut, ja, den habe ich quasi, ja, Priester ist es nicht, Standesamt-Mitarbeiter, so schätze ich die ein. Schöne Lumifiguren, gefallen mir sehr, Oberteile vorne und hinten bedruckt, keine Wendegesichter, schön. Die Bauzeit, die betrug 6 Stunden 30 Minuten in etwa. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, zeige ich euch jetzt mein Speedbuild und danach kommen wir mit der Beleuchtung und zeigen das Set in Detail. Viel Spaß!
ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Kommen wir zur Beleuchtung. Und da haben wir hier, wo wir es anmachen können. So. Und ich mache zuerst jetzt mein Licht aus. Und hier sehen wir, wie schön es leuchtet und wie die Beleuchtung wirkt, so gesagt. Dass hier oben so eine Lampe eingebaut ist, finde ich toll, da bei der Glocke. Und dann zeige ich euch gleich, hier wo der Schornstein ist, da kann man das Dach einfach so abnehmen. Und hier werde ich euch später auch zeigen, wenn man drückt, dann geht der Kronleuchter an. Und jetzt denkt ihr sich, oh Gott, ist das hell. Wenn man länger drückt, dann wird es so gedimmt. Wie cool ist denn das? Also, toll. Also nochmal, hier geht, aha, jetzt müssen wir wieder wahrscheinlich länger drücken. Genau. Und das geht, glaube ich, auch noch heller. Aus, an. Ne, also zwei Dimmphasen und an und aus. Und das ist halt dieses Touch-Modul. Mega cool. So, ich mache dann jetzt wieder meine Beleuchtung an und zeige mal das Set aus der Nähe. So, wie fangen wir an? Ich zeige mal erstmal das hier. Das knopft man so an die Seite. Ich glaube, das ist so einfach nur ein Behälter. Soll das Pferdefutter, Heu sein oder so? Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht herausgefunden. Baut man letzter oder vorletzter Bauabschnitt und dann kommt es hierher. Aber es ist cool, dass es da kommt, weil da hat es halt so irgendwie gefehlt. Naja, die haben es ja selber designiert, haben die ja gemerkt, okay, da muss noch was kommen. Versucht da mal, ja, geh mal von hier, von vorne. Und dann werde ich das versuchen, alles aus der Nähe nochmal zu zeigen. Also hier haben wir einen schönen Druck. Hope Hall. Nehmen wir sie runter. For us and for those to come. Cool. Diese Fenster, wie sie gebaut sind. Oder eigentlich die Fassade drumherum. Weil da geht hier Steine mit Baurichtungsumkehrern und dann verkleidet man das alles. Hier auch. Alles richtig, richtig cool gebaut. Das Metallic Gold und hier Metallic Gold Teil und bedruckt. Hier ein bisschen Holz, hier die Lampen. Schön, bisschen Kakteen. Hier ein flackerndes grünes Licht. Sieht im Dunkeln ja cool aus. Und das kann man, glaube ich, ist auch gedacht, dass man es einfach runternehmen kann. Und quasi, ja, das Braut und Bräutigam drunter stehen und so. Und hier hat man sogar einen Tisch. Ja, Truthahn, keine Ahnung. Trauben und zwei Gläser. Nett gemacht. Also es hat Displaymöglichkeit, Spielmöglichkeit und hier halt die ganze Fassade. Ich fand das richtig, richtig cool gebaut. Dieser Zaun, so wie das gehoben ist. Toll. Das Dach sieht auf den ersten Blick ganz, ganz einfach gebaut. Ist es auch. Aber schaut euch an. Ist das nicht cool? Guckt, wie schön das ineinander geht. Keine Spalten, kein gar nichts. Bisschen ist das quasi verschoben, aber das ist daher, weil das hier angenoppt ist und das hier nicht. Man könnte das quasi auch nochmal dran drücken, glaube ich, aber das sieht halt nicht so gut aus. Nee, das geht nicht wegen dem Teil hier. Das ist schon so gedacht und ich finde es auch gut so. Dann hier diese Fenster hinten, schön. Und schon sind wir wieder auf der Seite. Wie gesagt, diese Seite kann man nicht runternehmen, die kann man runternehmen. Sonst kann man nichts jetzt wegnehmen. Aber so kann man noch mal so reinschauen. Machen wir das so. Und das ist quasi die Meeting Hall. Und dann denkt man sich, ja okay, aber wie kommt man da rein? Dafür haben wir dieses Nupsi hier. Man kann das Ganze hier rausnehmen. Und dann kann man auch so ein bisschen drinnen die Details sehen.
paar Bilder hinten an der Wand. Hier ein bisschen Deko. Und auf jeden Fall nichts Großartiges, aber halt ja, Western-Style. Schlicht würde ich sagen. Schlicht, aber gut. Und dann, was haben wir hier? Hier haben wir quasi eine kleine Orgel, dann haben wir hier ein kleines Buch, drinnen bedruckt, außen bedruckt. Alles, was hier sieht, sind bedruckte Teile. Hier Gläschen, hier Blumen. Und quasi dann kann man halt hier den Typ nehmen, stellt man ihn hier hin. Da wird auch Noppen dafür vorbereitet. So. Noppen, Buch. Und was ich cool fand, dass sie eine ganz einfache Möglichkeit gefunden haben, hier die Figuren hinsetzen zu können, ohne dass sie, ja, wenn man daran ruckelt, ja, aber so, ohne dass sie so runterfallen. Ja. Das haben sie einfach mit diesem kleinen, ja, Pin gelöst, würde ich mal sagen. Und hier ist halt auch der Platz für die Braut und den Bräutigam. Ach ja, diesen Rock fand ich super, der ist so ein bisschen durchsichtig. Tolles Stoffteil. Und da kann man die Braut hinstellen und den Bräutigam. Ja, und hier, sie soll auch ein Gast sein. Und dann spielt sie später Gitarre. Nett. Und wir haben ja diesen Tisch da. Da seht ihr, da ist so Buch, so Zeitungen. Wozu ist denn das? Ja, eigentlich ist das die zweite Displaymöglichkeit. Wenn wir jetzt die Figuren wegtun, hier habt ihr sowas. Und das ist dieser Technikteil, den ihr gebaut habt. Und dann nimmt man es raus. Und die Stühle drehen sich in diese Position. Aber wieso ist, aha, da ist mir diese Fliese klemmen geblieben. Und hier haben wir so einen kleinen Ring, so kleiner Brief. Was steht denn da? Sunset are better with two of the porch. Say you'll ride with me. Und so ein kleines Bildi mit zwei verliebten Pärchen. So. Und dann, wenn man das rausnimmt, dann stehen die Stühle so und man kann das hier so hin tun. Und dann ist es ja Meeting Hall. Dann können Sie wieder diskutieren. Aha, wie viel kostet denn die Hochzeit? Was wollen wir da alles haben? Und ja, wenn man dann wieder eine Kapelle machen will, dann drückt man es einfach rein und das dreht sich. Ist das nicht cool? Also braucht keiner, aber ich find's toll. So, das wären halt die Funktionen und ja, wie das halt aussieht. Ich schiebe das mal wieder hier rein und das geht auch ohne Probleme schön rein. Displaymöglichkeit, sogar Spielmöglichkeit. Ich finde die Western-Reihe echt super gut. Und hier nochmal die Kutsche. Das ist Pearl Gold und hier hat man Noppen damit man ja, den Kutschenfahrer hinstellt. Und hier haben sie so gemacht, mit diesen Teilen kann man auch die Figuren hinsetzen, ohne dass sie rausfallen. Das finde ich super, dass sie daran gedacht haben. Und hier schöne nette Kutsche gemacht. Mal eine andere zu den anderen Kutschen aus der Old West Reihe. Und hier stellen wir die auch hier hin. So. So, das wäre das Set. Was ich noch vielleicht zeigen kann, hier, wie gesagt, den Kronleuchter fand ich super cool. Dann diese Glocke kann man, ja, sieht man, ding, 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 ding. Also, die läutet nicht, aber sie sieht richtig schön aus. Ich versuche da mal aus den Ding. Und da so eine kleine Rose. So diese kleinen Details beim Bauen. Das ist wirklich, wirklich schön. Habe ich das vielleicht falsch gebaut? Sollte das vielleicht so sein? Nein, sieht auch nicht gut aus.
Finde ich sehr gut mit der Bauanleitung. Nö, das ist schon richtig so. Was man noch sagen kann, es gibt immer eine PDF. Manchmal passiert es, wenn du ganz schnell bist mit dem Set, dass sofort, wenn du es kaufst, kann es passieren, dass die PDF nach 1-2 Tagen kommt. Aber sonst hat Lumibrix immer eine PDF dabei. Ich finde, das ist geil. Es ist keine Kirche, es hat so ein bisschen Kirchen-Vibes, aber für die Old West-Reihe super toll. Ich habe ja so ein Old West Display und da habe ich von Reobrix eine Kirche reingestellt. Ich mache euch mal hier ein Foto rein. Ich glaube, das werde ich jetzt ersetzen mit diesem hier. Das gefällt mir viel besser und passt super rein. Was meint ihr? Schreibt mir in die Kommentare. Also ich, ja, wieder mal komplett begeistert vom Set. Ich finde es schön, ich finde es preislich angemessen. Die Idee mit dem Rausnehmen und dieser Stühlebewegung, toll. Dass man die Figuren annoppen kann, super. Hier so eine kleine Hochzeitsszenerie, eine kleine Kutsche. Also echt, also ich mag das richtig sehr. Die Batteriebox wurde hier auch schön wieder versteckt. Toll. Wenn euch dieses Set gefällt, mit meinem Code Klemmtastisch, findet ihr unten in der Beschreibung, habt ihr sowieso immer 10% Rabatt. Wenn ihr es über meinen Affiliate-Link kauft, dann habe ich auch ein bisschen was davon. Kein Muss, aber gerne. Euch kostet das nichts mehr. Ich habe was davon. Mai. Win-Win-Situation. Sonst kann ich nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.